Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal machen wir weiter mit den Schleifen, die wir letztes Mal angefangen haben. Ihr kennt noch die While-Schleife aus dem letzten Teil. Wir werden dieses Mal eine For-Schleife machen und eine For-Schleife hat quasi diese Bedingung schon vorher drin. Also sie geht halt durch eine Liste zum Beispiel von vornherein durch, ohne dass ihr jetzt angeben müsst, okay, wir gehen von Listenanfang bis Listenende. Genau, aber ansonsten ist es sich sehr ähnlich mit der While-Schleife, deswegen wird es auch wahrscheinlich nicht so schlimm sein für euch, die neu zu lernen. Gut, fangen wir an. Wir sollten vielleicht davor so eine kleine Liste schreiben, damit wir auch was haben, wo wir durch können. Ich nehme einfach mal dieses X hier und das hier kann im Prinzip eigentlich weg. So, gut. Also wir nehmen dieses X und schreiben uns da eine Liste rein. Sagen wir mal, wir haben eine Liste aus Programmiersprachen von mir aus. Nehmen wir Python, nehmen wir Java und nehmen wir Haskell. Falls ihr die nicht kennt, ist nicht so schlimm. Das ist einfach nur irgendwelche Strings, die hier drin stehen, nicht wirklich relevant für irgendwas. Gut, außer dass wir sie halt ausgeben wollen und zwar in einer Schleife. Wir wollen sie nicht alle nacheinander ausgeben. Wir wollen sie alle nacheinander ausgeben, nicht irgendwie so von Hand hier einzeln drauf zugreifen. So, und das tut man jetzt eben mit einer For-Schleife. Und zwar sagen wir hier einfach mal For. Und jetzt funktioniert die For-Schleife hier in Python leicht anders, wie wir das von anderen Sprachen gewohnt sind. Also wir sagen nicht, wenn ihr vielleicht aus Java irgendwie die For-Schleife schon kennt, wir sagen nicht, wir definieren uns hier eine Zählvariable und zählen dann dadurch, sondern wir definieren uns ein Wort W, sagen wir mal. Und dieses Wort W liegt in einer Liste und diese Liste ist in dem Fall jetzt X. So, das heißt, wir sagen jedes Wort W in der Liste X. Das heißt, W ist zunächst einmal Python, dann ist W Java und zum letzten Mal, also wenn es das letzte Mal durchläuft, ist es Haskell. Und das sind alle Wörter, die in X drin sind. Das heißt, wenn wir hier am Ende der Liste stehen, dann dann ist die Vorschleife fertig und W verfällt. Und wir sind dann quasi durch. Das heißt, ich zeige euch das gerade mal kurz. Wir schreiben hier print W und dann sagen wir vielleicht noch, nee, dann sagen wir erstmal gar nichts mehr. So, und dann printen wir hier wieder, upsala, print finish. So, wenn wir das jetzt laufen lassen, ich habe hier mal wieder die Konsole, wir sagen einfach mal okay, dann kriegen wir als erstes Python, das ist der erste Durchlauf, das ist dieses W, das heißt beim ersten Mal wird es der erste String, der in der Liste steht. Danach kriegen wir Java, das ist der zweite String, der in der Liste drin steht und dann Haskell. Zum letzten, der letzte Durchlauf ist quasi dieses Haskell und da kann man dann irgendwas damit machen. Und dieses Finish, das am Ende kommt, das steht hier nochmal extra. Das bedeutet, W nimmt wirklich jedes Teil an, was hier in dieser Liste drin steht. Das können übrigens auch irgendwelche Zahlen sein. Ihr seht, man kann auch gemischte Listen schreiben, also zum Beispiel ein Integer und dann zwei Strings, das ist alles kein Problem. Dieses W, das kann jedes Mal einen anderen Typ haben. Also im ersten Durchlauf hat es ja quasi einen Zahlentyp, also es ist eine Zahl. Und danach ist es zweimal ein String. Und das ist alles möglich, das wird auch alles ganz normal ausgegeben. Allerdings müssen wir hier drin aufpassen, was wir tun, wenn wir jetzt sagen w plus 5, w gleich w plus 5, sollte man vielleicht eher schreiben, dann haben wir ein Problem. Dann wird nämlich Folgendes passieren. Mit 42 können wir das machen und dann probieren wir auf Java das drauf zu addieren. Das heißt, wir wollen aus Java eine Zahl machen, denn wir wollen ja 5 drauf addieren und das funktioniert halt nicht wirklich. Wenn wir jetzt das allerdings so machen, dann wird es für Java funktionieren. Allerdings funktioniert es dann logischerweise für die 42 nicht mehr. Deswegen sehen wir hier auch im ersten Durchlauf, also da wo wir es noch mit der Zahl gemacht hatten, so, sehen wir, hat es funktioniert. Und wir sehen die 42 als Ausgabe und dann sehen wir noch Java als Ausgabe und dann erst stürzt das Programm ab. Wohingegen, wenn wir es bei der 42 machen, mit diesem Buchstaben, sehen wir direkt nach der 42 stürzt es ab. Daran könnt ihr auch dann euch immer orientieren, was gerade fehlgeschlagen ist, was als letztes ausgegeben wurde zum Beispiel. Hier sehen wir dann auch einen genauen Typfehler, aber das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Ich wollte euch nur zeigen, ihr könnt auch diese Listen mischen. Gut, wenn wir das mit der 42 hier so machen, dann passt das alles.
Okay, ja, diese Schleifen kann man natürlich auch irgendwie vermischen. Das heißt, ich könnte jetzt hier noch eine weitere Vorschleife reinschreiben vor Y. Achtung, es muss ein anderer Buchstabe sein wie dieses W und dieses X, denn die sind schon vergeben. Also vor Y in X, das darf wieder dasselbe sein. Und dann gebe ich W aus und ich gebe Y aus, von mir aus. Upsala. So. Das heißt, zuerst wird dieses Wort im Äußeren ausgegeben, also sprich im ersten Durchlauf 42 und dann gehen wir in diese innere Vorschleife rein. W ist fest, das wird immer 42 sein, während wir hier noch in dem ersten Durchlauf sind. Und dann setzen wir Y auf den ersten, das heißt Y ist 42 und W ist 42. Danach ist Y Java und W ist immer noch 42 und danach ist Y Haskell und W ist immer noch 42 und dann erst sind wir mit der Schleife fertig und gehen in den nächsten Durchlauf von dieser Schleife hier und dann setzen wir W auf Java und machen das quasi nochmal für jedes Teil hier in dieser Liste. Und beim letzten Durchlauf ist W Haskell und Y ist wieder mal alle drei. Das können wir sehen, wenn wir das jetzt durchlaufen lassen. Dann kriegen wir zunächst mal 42, das ist dieses W und dann das Y. Dann ist W wieder 42 und dann Java. Also ihr könnt euch diese Ausgabe gerne mal so einverleiben und gucken, was da so passiert. Das würde wahrscheinlich zum Verständnis helfen. Macht jetzt in dem Beispiel nicht wirklich Sinn. Es gibt Beispiele, da macht es durchaus Sinn. Da kann es sogar mal passieren, dass ihr 3 Vorschleifen ineinander habt. Ihr könnt aber auf jeden Fall daran denken, ein if wäre jetzt sicherlich sinnvoll. Zum Beispiel sagen wir hier, wir haben hier 5 und hier haben wir 10 stehen. Und if w größer gleich 10, nur dann geben wir es aus. Print w. So, das heißt, wir wollen nur die ausgeben, die wirklich größer als 10 sind. Und das bedeutet, wir geben die 42 aus, wir geben die 5 nicht aus, denn die ist ja nicht größer als 10. Also überspringen wir diesen Block hier komplett. Und dann wird die 10 wieder abgefragt und da 10 größer gleich 10 ist, wird 10 auch ausgegeben. So, jetzt noch ganz kurz. Ich habe im Video zu den if-Abfragen habe ich eine kleine Frage gekriegt. Was ist denn, wenn ich hier mehrere Sachen machen möchte? Also ich möchte eine Bedingung wahr haben und möchte dann eventuell, dass die nächste Bedingung nicht mit elif nur wahr sein kann, wenn die hier falsch war, sondern dass die auch wahr sein kann. Naja, dann mache ich das folgendermaßen. Ich schreibe mir eine eigene if-Schleife, das heißt, die hier ist hier quasi fertig. Ihr könnt euch hier noch einen else-Block denken oder auch nicht. Und die hier ist völlig unabhängig von der oben drüber, wenn ich einfach nur if schreibe und sage dann if w kleiner gleich 10. Ne, schreiben wir echt kleiner. Ne, schreiben wir kleiner gleich, damit wir auch sehen, was passiert. Print w small. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann kriegen wir hier 42, das ist von der ersten if-Abfrage, wo w größer gleich 10 ist. Dann schauen wir hier, okay, ist 42 kleiner gleich 10? Nein, ist es nicht, also schreiben wir gar nichts hin. Dann gehen wir in die 5, schauen, ob 5 größer gleich 10 ist. Nein, 5 ist nicht größer gleich 10, also gucken wir hier unten weiter. Ist 5 kleiner gleich 10? Ja, also schreiben wir dieses w is small. Und dann schauen wir bei der 10. Und bei der 10 sind jetzt beide Varianten wahr. Wir schreiben if w größer gleich 10, schreiben wir diese 10 raus. Okay, das tun wir. Und dann schauen wir aber auch, ist w kleiner gleich 10, was es ja auch ist, denn es ist genau gleich 10. Dann schreiben wir noch w small hin. Und deswegen seht ihr auch hier beide Ausgaben. Also so könnt ihr dann if-Abfragen machen, wo mehrmals was erfüllt werden können muss. Gut, und dieses Finish ist mal wieder das hier unten. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr könnt jetzt mit der Vorschleife zumindest im Anfangsstadium gut umgehen. Wie gesagt, die ist hauptsächlich für Listen gedacht, ansonsten nehmt einfach die While-Schleife. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.